werden wir heute Tabellenführer. Mit einem Sieg in Gladbach könnte das nämlich heute der Fall sein. Leipzig hat schon gespielt, die haben wohl nicht gewonnen. Und wir können mit einem Sieg heute und auch nur mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern. Zum ersten Mal, glaube ich, in dieser gesamten Karriere in der Bundesliga. Und dann hoffentlich auch nicht mehr abgeben bis zum Schluss. So wäre der Plan. Aber spielerisch sah es nicht so gut aus in den letzten Spielen. Das war ziemlich mau, vor allem was die Zweikämpfe betrifft. Aber mal gucken, mit Gladbach heute kommt wieder ein anderer Gegner. Und deswegen lassen wir uns mal überraschen. Aber mit der Zieltabellenführung im Rücken hoffe ich, dass wir hier heute ein bisschen besser aufspielen. Ein bisschen selbstbewusster, dass das nach vorne alles ein bisschen flüssiger aussieht. Das war schon echt sehr, sehr mau in den letzten Spielen. Und wir kommen mit Kusi Asare. Der fehlt natürlich jetzt in der Spitze. Lennart Kahl allein gegen 3-4 Mann. So, und dann die Rückwärtsbewegung. Mal gucken, wie wir hier in die Zweikämpfe reinkommen. Das muss sitzen, das muss klappen. Und dann können wir hier heute gewinnen in Gladbach, wo es auch nicht immer ganz so einfach ist. Die sind 7. Können mit dem Sieg auf den Euroleague-Platz springen. Also es ist für beide Mannschaften viel drin, viel geboten. Und am Ende darf ich und muss ich auch vom Platz als Sieger gehen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen die Gladbacher zum ersten Mal. Ott ist dazwischen mit Avasiem. Genau, die Gladbacher gehen auch in so eine Art Manndeckung. Aber wir befreien uns da ganz klassisch. Und dann wird es auch ein Geduldsspiel. Wie in den letzten Spielen das auch schon der Fall war. Wir müssen viel hin und her spielen. Wir müssen die entscheidende Lücke dann suchen und die dann auch bespielen. So wie jetzt, de Graef. Wird da fast gelegt im Strafraum. Dann gibt es nur den Abstoß. Schade. Ich dachte, da könnte ich noch einen Eckball rausholen. Aber das ist wohl seit einigen Spielen so. Das beobachte ich ja schon seit dem Spiel gegen Schachtar Donetsk, dass sich da wohl ein bisschen was verändert hat, was das Spielerische wieder betrifft. Die KI scheint wohl ein bisschen anders jetzt wieder zu spielen. Einfach wieder auf mehr Ballbesitz. So kommt mir das vor. Ist ja auch okay, aber wenn du jetzt jedes Spiel einen Gegner hast, der dann über 70% Ballbesitz hat, dann ist das irgendwie auch nicht das Wahre. Aber ich glaube, die Gladbacher versuchen auch nach vorne zu spielen. Humphreys, jetzt geht es wieder hinten rum, das meine ich. Elvedi. Oder wir stehen einfach so gut, dass die KI ihre Passwege gar nicht bespielen kann. Dass die immer wieder neu aufbauen müssen. So, jetzt kommen wir natürlich wieder nicht in Ballbesitz. Zur Not muss dann auch mal eine Grätsche folgen. Aber Achtung, Gladbach kommt. Avasiem ist dazwischen. Pfeiffer kommt. Pfeiffer ist da, läuft ab. Gegen Tim Kleindienst. Und wir starten den nächsten Angriff. Den nächsten Versuch, schnell umzuschalten. Kusi Asare. Ott darf gerne mit nach vorne kommen. Oh, den kriegt er auch, aber nicht gegen Humphreys. Der scheint schnell zu sein. Und jetzt fehlt er hinten rechts. Und dann gibt Hack mal Hack. Die Gladbacher kommen. Kleindienst. Oh, aufgepasst. Ist da alleine vorne gut ins Abseits gestellt. Da hatte er keine Möglichkeit. Und wieder in die andere Richtung. Es entwickelt sich ein offenes Spiel. Und jetzt die Chance. Kahl allein gegen alle. In der Mitte ist Mensah. Kahl. Mensah! Genau im richtigen Moment. Und das Tor zur Tabellenführung. In Minute 31 ist es soweit. In der Live-Tabelle springen wir auf die 1. Vorbei an RB Leipzig und grüßen von ganz oben hier. Der Schritt war nochmal wichtig. Die Verzögerung und dann kommt er genau richtig, genau im Tempo. Nicht zu weit. Mensah mit links. Und die Führung. Saisontor Nummer 5, auch der hat ja noch Entwicklungspotenzial wie die ganze Startelf eigentlich gefühlt. Also die Truppe würde ich dann gerne nochmal in 5 Jahren sehen oder nach 5 Saisons. Oder am besten in 10 Saisons, wo die dann stehen, wer noch da ist. Das könnte man vielleicht nochmal so als Abschlussvideo machen, dass ich so 10 Saisons nochmal vorsimuliere und dann euch zeige, was aus meinen ehemaligen Schützlingen jetzt geworden ist. Wäre meine Videoidee. So, und hier, wir kommen auch wieder nicht in Zweikampf rein. Mein Controller hat gerade 3-mal vibriert im Zweikampf, aber die KI verteidigt das. Die hat 99 Kraft, 99 Aggressivität. Kommst du nicht ran. Aber ihr seht, wir gewinnen den Ball, zeigen Spielfreude. Kahl hat ein bisschen Platz. Und Moritz Nikolas. Mit der Parade. Ecke kommt. Lennart Kahl, beruhigt euch. Ecke kommt. Kommt gut rein.
Aber Kusiasare schafft es nicht. Oh, Kleindienst schraubt sich da hoch mit seinen 2 Metern. Und dann ist es auch wieder nicht spektakulär. Es ist ein offenes Spiel. Ich glaube, die 1:0-Führung geht völlig in Ordnung. Aber auch die Gladbacher sind meiner Meinung nach nicht ganz so schlecht im Spiel drin. Die kommen jetzt nämlich über Honorar unten. Aber Corbane läuft ab. Rice ist da. Sehr, sehr gut. Zweikampfführung ist bislang richtig gut. De Graef kommt gegen Navarrete. Kusiasare wird mitgenommen. Sehr schön gemacht. Und der Ball wieder zurück. Und wieder ist es Mensah. Nächste gute Gelegenheit. Wieder die Ecke. Karl weiter weggetreten vom Tor. Da kommt Kusiasare. Und auf der Linie klärt noch ein Gladbacher, nachdem Maurice Nicolas da seine Pranken noch dazwischen hatte. Also, es ist wieder ein besseres Spiel, wie ich finde. Im Vergleich zu dem Spiel gegen Darmstadt und auch gegen Schachtar Donetsk lässt sich das wieder ein bisschen besser ansehen. 4 Schüsse, Gladbach hat keinen einzigen. Also die Defensive steht. Offensive müssen wir natürlich jetzt noch ein Tor nachlegen. Im besten Fall, um die Tabellenführung zu fixieren. So kurz vorm Ende der Hinrunde wäre das natürlich überragend und ein Signal an die Liga, dass wir dann die Gejagten sein werden, wenn wir es denn an die Tabellenspitze schaffen. Pfeiffer hilft damit aus, beziehungsweise Mensah, der geht mit nach hinten rein, unterstützt die Abwehr und ist dann so wie eine Art Box-to-Box-Spieler wieder vorne. Das sieht richtig gut aus. Schöne Kombination, De Graef gegen El Hilali. De Graef gegen 1-2 Mann, da kann er mal den Abschluss suchen. Das geht auch besser, schade. Aber wir zeigen Spielfreude. Die Kombination klappen, die Bälle kommen an. Und so müssen wir weitermachen. Weiter den Druck aufrechterhalten, dann ist das zweite Tor nicht mehr weit. Oben ins Abseits stellen, so weit wie es geht. Die Passwege zustellen und dann wissen die Gladbacher nicht, wohin mit sich. Spielen dann hinten rum. Wir machen ein richtig gutes Pressing hier vorne, obwohl wir nicht jeden Zweikampf gewinnen. Aber wir attackieren die Gladbacher. Wir bringen sie zum Nachdenken. Und die kommen nicht vorne rein. Was immer die auch tun. Natürlich spielen sie jetzt auch meines Erachtens wieder zu viel hinten rum. Also immer nur Ballbesitz. Ballbesitz wird nicht funktionieren. Auch wenn wir jetzt nicht rankommen. Aber das machen die, glaube ich, so lange bis zur Vergasung. Sportlich gesehen natürlich. Bis sie dann die freie Lücke sehen und dann schlagen sie zu. Ich glaube, das ist so deren Idee, aber nicht mit Avasiem. Der macht das. Kriegt den Ball hinten geklärt. Ich könnte es jetzt natürlich auch machen. Ich könnte auch stundenlang hinten rum mitspielen und den Ball von A nach B schieben. Und wieder zurück. Aber das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja auch ein paar Tore schießen. Karl gegen Humphreys. Gegen 2-3 Mann. Macht er gut erstmal. Kusiasare, Mensah. Das ging zu schnell. So, und jetzt geht's wieder drum, den Ball schneller zu gewinnen. Aber wir kommen gar nicht in den Genuss. Aber jetzt Kurbani, fairer Zweikampf. Und De Graef macht sich auf den Weg gegen Navarrete. 1 gegen 1, kommt er vorbei. Kusiasare nimmt da mit und in der Mitte ist er wieder. Aber abseits. Jeremiah Mensah, das war gut gespielt. Aber leider war, ich glaube, Kusiasare im Abseits, oder? Ich habe da eigentlich gar keinen im Abseits gesehen. Naja, frische Kräfte. Obwohl Mensah gut drauf ist, bringe ich Madro rein. Frische Kräfte auch für die Offensive. Hier kann der Cut nochmal rein. Und ansonsten lasse ich die Aufstellung so, da will ich nichts Unnötiges verändern. Aber da hätte mich mal interessiert, wer im Abseits gestanden hat, dann kann es ja nur Kusiasare gewesen sein. Na gut, noch nichts zu sehen von den Gladbachern. Die bringen offensiv noch nichts auf die Reihe, Gott sei Dank. Brauner hat heute einen relativ ruhigen Tag im Vergleich zu dem Spiel gegen Schachtar Donetsk und dem Spiel gegen Darmstadt. Jetzt fehlt hinten Kurbani, der ist dann wieder da. Macht aber einen unnötigen Ausfallschritt. Weiß, Verteidigung steht.
Da kommt niemand durch. Avasir und Pfeiffer stehen wieder 1. Und die anderen rücken alle nur mit ein. Pfeiffer ist da, läuft ab. Sehr gut. Auch so Spiele darf man gerne mal haben, wo die Verteidigung wirklich eigentlich eine Zweikampfquote, eine gewonnene Zweikampfquote von 100% fast hat. Also das macht wirklich richtig Spaß heute. Droh. Kommt mit nach vorne. Attacke von hinten. Gelb oder rot? Also mindestens mal gelb. Wegen taktischen Foul, aber jetzt kommt es auch drauf an. Ja, gelbe Karte, okay, für Rocco Reitz. Schade, da wäre rot durch gewesen. Dann hätte er vorne durchstecken können. So, ist das Jens Kastrop, der reinkommt für Machino. Und bei uns kommt Avasir. Es war Kastrop, Bestätigung vom Stadionsprecher. Und jetzt kommt Hitz. De Cut kriegt dann den Ball hoch. Schöner Ball. Rice einmal richtig gut mitgenommen. Und dann leider mit seinem schwächeren rechten Karl. Zieh dir was an. Nicht nur unten rum, auch oben rum. Nicht, dass du dir eine Zerrung holst oder eine Erkältung. Schade, hätte Rice seinen linken Fuß gehabt. Hätte es nochmal deutlich gefährlicher werden können. So, ich versuche jetzt nochmal durch das Teampressing was zu erreichen. Wenn wir jetzt nämlich Mann gegen Mann verteidigen, dann könnte irgendwo gleich ein Ballgewinn draus entstehen. Oder Avasir, was macht er denn? Großer Fehler, Kleindienst! Aus dem Nichts. Aus dem absolut Nichts der Ausgleich. Weil ich einmal das Pressing angeschaltet habe, weißt du? Und dann Avasir macht nicht viele Fehler und dann Braune, der sich groß macht vor Kleindienst. Der aber den Ball leider nicht mehr erreicht und somit die Gladbacher mit dem Ausgleich. Zu einem sehr, sehr schlechten Zeitpunkt. Also der Ausgleich ist immer schlecht. 7 Minuten vor Schluss rutschen wir wieder auf die 2. Ja, weil ich halt einmal Teampressing gemacht habe. Gut, wirst halt für bestraft direkt. Hätte ja auch gut gehen können. Ballgewinn. So, aber wir haben ja noch Zeit. Der Gref. Vielleicht nochmal eine Einzelaktion. Vorne Kusiasare. Es muss irgendeiner mitkommen. Droh sucht die Tiefe, findet er auch. Droh mit der großen Chance. Und kein Abseits. Und dann geht's ab in die Auswärtskurve. 88. Minute, Saisontor Nummer 3. Der macht nicht viele Tore. Der macht auch bislang nicht viele Spiele. Aber er ist immer da, wenn er gebaut wird. Hier der Lauf und der Ball von Rice. Hatte schon so leichte Steven Gerrard und Frank Lampard-Züge. Die haben auch solche Bälle immer gespielt. Und dann nimmt den Droh direkt mit, ja, per Aufsetzer sogar. Der kommt vorher noch einmal auf. Und dann geht's ab in die Kurve. Und wie selbstverständlich schießt er uns wieder an die Tabellenspitze. Ich dachte, der nimmt den per Fallrückzieher, weil er sich schon so hingestellt hat. Da dachte ich, oh, jetzt komm. Aber so ist natürlich auch sensationell. So, und jetzt Ergebnis halten. Nicht auf Teampressing gehen, versuchen hier das Ding zu halten. Aber Gladbach kommt nochmal. Oh, nee, Hack. Man kennt ihn nicht anders. Kleindienst ist dazwischen. Rice, Braune und jetzt spielen wir es raus. Perfekt gemacht. So, de Gref nicht mehr verlieren. Dann dürfte das eigentlich der Schlusspfiff sein. Schiri lässt noch laufen, aber jetzt komm. Jetzt spielen die extra zurück, der pfeift nicht ab. Jetzt pfeift er ab. Also Tabellenführung gesichert, der Sprung auf die 1 durch ein knappes 2:1 in Gladbach. Sah lange Zeit gar nicht danach aus. Dann haben wir sie leider eingeladen zum Tor. Und was Droh dann am Ende macht, nach der Vorlage von Rice, das war echt richtig gut. Und Stand jetzt sind wir die Gejagten. Hier noch 2 Unentschieden-Spiele, Mainz und Hoffenheim, Wolfsburg und Bochum, 2-2, 1-1. Aber viel wichtiger ist natürlich der Sprung an die Tabellenspitze. Und jetzt das erste Spiel. Aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen Pause. Knapp 2-3 Wochen. Das Transferfenster, ach so, ist dann offen. Ja, jetzt ist erstmal vorbei. Ich habe gerade die Daten verwechselt. Nächstes Spiel ist am 6. Januar. Bis dahin können wir mal vorspulen. Und dann beginnt auch, ja, das Wintertransferfenster. Wir werden Angebote reinbekommen. Wir werden auch weiterhin ablehnen müssen, weil ich die jetzt im Winter natürlich nicht verlieren will. Das ist halt damit geschuldet dafür oder daher, dass ich dann keine weitere Saison mehr spiele. Von der Hitz kriegt neue Rollen. Flügelsturm, offensiver Flügel und Innensturm. Das ist momentan seine, oder das bekommt er jetzt dazu, oder ist das jetzt aktuell? Ne, der ist aktuell Innensturm. Den können wir aber auch auf Flügel irgendwie ummünzen, weil er halt wahrscheinlich über seine Geschwindigkeit kommt. So, italienischer Scout. Hat der einen gefunden? Ne, sieht nicht so gut aus.
Aber den einen Moment, warte, ich muss jetzt wieder 3 Sachen gleichzeitig machen. Ich gucke erstmal den ich im letzten Part noch geholt habe. Der hatte dieses riesige Potenzial hier, 80 bis 94, Steven Kuma. Der ist leider erst 15. Das wäre aber auch einer, der wird durch die Decke gehen. Sami Michel ist 16. Müssten wir eigentlich auch hochziehen. Filippo D'Angelo, 79er Potenzial. Ja, wird nicht mehr viel bringen. Die müsste ich halt alle verkaufen, allesamt. Damit die halt besser werden. So, Dominikus Verkauf, Gehaltsforderung. Coach der Nationalmannschaft, Norwegen, Gehaltsforderung von Braune. Da müssen wir das jetzt mal machen. Nicht, dass sie hier unglücklich werden. Ach, jetzt hätte ich auch Verlängerung delegieren machen können. Ja, gehen wir hier rein. Zack. Treffen uns bei einer schönen Tasse Tee, Tasse Kaffee. Braune sieht aus wie im Laden Petric irgendwie so ein bisschen. So, Freigabe so im Übergehen. So, bieten wir dir ein neues Gehalt an von... Ja, komm, können wir ruhig hochgehen auf 20.000. Soll auch für seine Leistungen fürstlich entlohnt werden. Und wer war das noch? Irgendwer wollte noch mehr Gehalt haben von Bailey Rice. Ja, natürlich unser Kapitän. Da delegiere ich aber. Was hat er zurzeit? Ja, gehe ich mal hoch hier. Zack. Akzeptieren. 3 Jahre. Unser bester Mann. Der wird halt am Ende der Saison über eine 80 kriegen. Und wird dann auch, ja, unser bester Spieler wahrscheinlich im ganzen Kader sein. So, wir gucken auf die Tabelle. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wir grüßen von der Tabellenspitze. Als einziges Team noch keine Niederlage. 12 Gegentore. Da haben wir uns also auch sehr, sehr gesteigert, was das betrifft. 35 Tore geschossen, 12 Siege. Aber es ist nach wie vor spannend. Bayern, Frankfurt, die lauern. Hoffenheim glaube ich nicht, dass sie da irgendwie noch was mitzureden haben. Da müssen sie einen ganz guten Run starten. Also ich glaube, das entscheidet sich zwischen den ersten 4. Dortmund hat auch schon zu viele Punkte Rückstand. Das ist auch sehr, sehr schwer. Dafür ist es umso spannender im Kampf um die Euroleague-Plätze und um die Conference League-Plätze. Da trennen Platz 5 und Platz 9 4 Punkte. Und der Abstiegskampf ist auch mega, mega spannend. Zumindest die Relegationsplatzgeschichte hier. Wir können auch mal kurz in die anderen Ligen vorbeigucken. Zweite Bundesliga, Freiburg und die Hertha. Gut, das war auch klar. Und die Kölner. Aber auch sehr, sehr spannend. Dahinter dann Hamburg, Kiel, Hannover. St. Pauli, die waren auch letzte Saison kurz davor. Und dritte Liga sind der KSC und der TSV 1860 München. Habt ihr ja auch sicherlich mitbekommen, ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Hasan Ismail ist ausgestiegen als Investor. Die 60er sind wieder nach 2017 zwangsabgestiegen in die Regionalliga Bayern. Ein Club, der seit Jahren, Jahrzehnten nur im Chaos versinkt quasi. Seit dem Einstieg von Hasan Ismail eigentlich. Dürfte auch ein gutes Beispiel dafür sein, was Investoren auch anrichten können. Nämlich eigentlich mehr Schaden als alles andere. Ja, und wir starten dann rein ins neue Jahr mit dem vorletzten Spiel der Hinrunde zu Hause gegen Bremen. Und dann haben wir, wie gesagt, noch ganz viel vor uns. Wir haben noch 2 Champions League-Spiele in der Ligaphase. Wir haben die ganze Rückrunde noch vor uns. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt und mich supporten wollt, drückt gerne den Daumen nach oben, kostenlos auf Abonnieren unter dem Video. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Spiel gegen Bremen. Macht's gut. Ciao, ciao.